Ja, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber in letzter Zeit ist bei Instagram und auch in diversen Foren eine Gabel immer vermehrt aufgetaucht und es wurde viel darüber gesprochen und das ist die neue Intent Ebonite. Und ich habe sie nicht getestet, aber währenddessen alle über diese Gabel geredet haben und gesagt haben, wie schön sie doch ist und so weiter, hatte ich tatsächlich die Möglichkeit, die Edge zu testen. Und da bin ich super glücklich drüber gewesen. Der Cornelius hat mir die zugeschickt, seine eigene Gabel tatsächlich, und hat mich sie über die letzten zweieinhalb Wochen testen lassen. Und heute geht es in diesem Video darum. Viel Spaß dabei! Nun muss ich eins vorweg sagen, ich bin nicht von Intent gesponsert und ich bekomme also auch kein Geld dafür, dass ich mich über diese Gabel auslasse. Und ich sage auch wirklich das, was mir so aufgefallen ist in den letzten 2 Wochen und vergleiche ein Stück weit mit der Formula Selva Coil, die ich ja nun schon seit einem halben Jahr fahre und doch recht gut kenne. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich beim Federgabel-Setup sicherlich noch ein paar Herausforderungen habe und noch dazulerne und immer wieder dazulerne. Und da muss ich sagen, dass ich bei der Edge wirklich angetan bin, dass sie eben nicht so viele Einstellmöglichkeiten hat. Man hat hier oben einen Knopf und hier unten auf der Seite einen Knopf Rebound und Kompression und das war's. Man pumpt sie auf, guckt halt, dass das Sack irgendwie ordentlich passt und dann geht's los. Ja, und ich habe mir natürlich ein paar Sachen aufgeschrieben auf meinem kleinen Zettel. Es sind nicht viele Sachen. Ich werde auch gar nicht auf das Setup der Gabel eingehen, sondern tatsächlich auf das, was ich auf dem Trail erfahren habe. Und ja, bevor ich darüber spreche, möchte ich eine Sache loswerden. Es wurde viel Kritik an dieser Gabel geübt. Hauptsächlich im Forum und hauptsächlich von Leuten, die diese Gabel noch gar nicht gefahren sind. Das ist ja meistens so, ne? Die Hauptkritik war, dass hier unten die Rohre nicht geschützt sind. Ne? Wie man sieht, federt ja auf der anderen Seite. Federt auf jeden Fall hier unten ein. Und da kann es natürlich passieren, dass man sich hier einen Stein dran haut. Und dann das zerkratzt und dann ist die Gabel unfahrbar. Die Rohre sind eher näher an den Stein oder was auch immer da hochgewirbelt wird vom Reifen dran und könnten hier natürlich eher Schaden nehmen als bei einer normalen Gabel, wo hier oben die Rohre sind. Tauchrohre, Standrohre. Ich verwechsel das immer wieder. Wie auch immer. Cornelius meint, dass sie nicht wirklich notwendig sind. Ich bin da seiner Meinung, denn ich bin jetzt wirklich 2 Wochen lang durch jedes Steinfeld gefahren, auch Schotter und alles Mögliche. Und ich habe keine Kratzer oder sonstiges hier dran bekommen. Und auch bei meiner normalen Gabel habe ich hier unten keine Kratzer. Und wenn man wirklich mal einen Kratzer hier oben reinhaut oder eben hier unten, dann ist das bei einem Sturz. Und da kann es sowohl oben als auch unten zu Kratzern kommen. Wenn man aber bei einer Intent die Kratzer da drin hat, sodass die Gabel dann meinetwegen nicht mehr fahrbar ist, dann kostet das Ganze 80 Euro. Bei einer Formula, einer RockShox oder eben Fox kostet das Ganze weitaus mehr. Ich glaube, bei RockShox sind wir bei 280 Euro dabei, denn dann muss oben die ganze CSU gewechselt werden. Und bei der Intent ist es tatsächlich nur eine Seite hier. Und wenn man mit Cornelius redet, kriegt man für die 80 Euro das getauscht. Und ja, es dauert, wenn man es wirklich eilig hat, dann muss man aber vorher noch in Kontakt treten mit ihm. Es kann dann schon mal auch nur 3 Tage dauern von Hin- und Rückversand und mit der Reparatur. Im Normalfall hat man das Ding in einer Woche wieder. Ja? Insofern bin ich der Meinung, Schoner hin oder her, die Kritik ist nicht wirklich gerechtfertigt. Eine kleine Sache habe ich aber doch zu bemängeln. Das hat aber mehr mit der Bauweise der Gabel zu tun, als mit der Gabel als solches. Man kann keinen Fender montieren. Also man kann ihn montieren, aber dadurch, dass er so weit weg ist vom Reifen, haut es einem ab und zu, nicht oft, aber ab und zu mal den Dreck ins Gesicht. Mir hat es kleine Steinchen unten ans Unterrohr gehauen oder eben auch manchmal bei manchen Fahrten ins Gesicht. Ist nicht oft passiert, aber es war so eine kleine Sache, wo ich mir dachte, naja,
Aber da habe ich im Forum mal nachgefragt und es ist jemand, der hat sich da den Mudhugger montiert. Ist für den Winter sicherlich gut, ne? Denn da ist ja auch ein bisschen mehr Matsch und wenn es nass ist, haut es einem auch da den Dreck hoch. Den kann man ja im Sommer wieder abmontieren. Im Sommer ist es ja bei uns in Deutschland mittlerweile komplett trocken. Ich habe jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wann es das letzte Mal geregnet hat. Jedenfalls ist das so eine ganz kleine Sache, die mir nicht gefällt, muss ich ehrlich sagen. Da haut es einem Dreck immer mal ins Gesicht. Ja, aber die Fahreigenschaften der Gabeln, die überwiegen und da kann man darüber hinwegsehen. Und darüber werde ich jetzt mal kurz ein paar Worte verlieren. Denn da bin ich der Meinung, dass das wirklich, wirklich gut ist, was der Cornelius da gebaut hat. Nun ist es ja so, dass ich, bevor ich die Gabel montiert habe, die Formula Silver Coil gefahren bin, die ja für meine Verhältnisse und für mein Wissen einfach mal eine richtig geile Gabel ist. Nee. Ja, die hat wirklich all das, was ich mir an so einer Gabel vorstelle, bis auf eine Sache. Das wusste ich aber vorher nicht, bevor ich die Edge gefahren bin. Ja, natürlich besteht die Frage, ob ich überhaupt fahren kann. Man kann auch mit allen möglichen anderen Gabeln fahren, wenn man richtig gut ist. Aber mit der Edge war das schon eine schöne Sache. Denn das, was sie richtig, richtig gut kann und mir das bei keiner anderen Gabel so bisher aufgefallen ist, ist Bremsen. Also nicht die Gabel, sondern wenn man bremst, ist das super steif. Manchmal hat man ja so bei einer normalen Gabel, also ich habe das ab und zu mal so, wenn ich irgendwo richtig bergab fahre und bremsen muss dabei, dann stottert die Gabel. Nicht die Bremse als solches, sondern die Gabel, das merkt man so, das ist so ein bisschen unruhig. Und das ist bei dieser Gabel nicht der Fall. Gar nicht. Also es ist so ein geiles Bremsen, das fühlt sich an, als hätte man schon fast eine Starrgabel, aber sie federt schön alles weg. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist irgendwie so, als würde sie trotzdem schneller werden, obwohl man bremst. Und das ist einfach ein schönes Gefühl. Gerade wenn man so Stufen runterfährt, also hohe Stufen und dann immer so in die Kompression geht und dabei bremst, ist das bei der Gabel sehr viel besser. Ja? Und das kann sie richtig gut. Ich schwärme davon, aber es ist einfach so. Ja? Gerade wenn man bremst, macht es Spaß. Ich habe auch ab und zu mal so dann ein paar Endo-Turns gemacht und so weiter, aus meiner Trial-Zeit noch im Kopf gehabt. Und das geht hier auch besser. Man hat das Gefühl, als wäre die Bremse auch sehr viel stärker. Da geht so viel Kraft bei normalen Gabeln irgendwie verloren und das ist hier halt nicht der Fall. Ich kann es mir nur laienhaft erklären, werde da jetzt auch nicht wirklich versuchen, das Ganze hier zu tun. Einfach hinnehmen. Bremst. Geil. Das andere, wo ich echt überrascht war, wobei das von Cornelius auch so propagiert wurde, ist, dass diese Gabel so super sensibel ist. Sie ist nicht sensibler als meine Silver Coil Gabel. Na klar, das ist eine Coil Gabel, die sind halt nun mal richtig sensibel und die Silver ist ja auch keine schlechte Gabel. Ne? Aber sie kommt nah dran. Es ist wirklich so, dass Wurzeln, kleine Wurzelschläge oder Steine einfach schön weggefedert werden. Das fluppt dann einfach so drüber und plupp ist man schon weiter. Und wie gesagt, sie ist nicht wirklich weit weg von der Coil-Gabel. Und da war ich echt überrascht. Und das hätte ich nicht so erwartet. Ich hatte vorher die RockShox Lyric Ultimate Deluxe. Und die fühlte sich auch schon im Vergleich zu der Silver Air sehr hölzern an. Und zur Coil überhaupt kein Vergleich, aber mit der Edge kann man so sagen, in der Hinsicht habe ich kaum einen Unterschied gemerkt. Und sie steht auch schön hoch im Federweg. Das heißt, wenn man irgendwo mal richtig reinballert in die Kompression, dann geht die nicht komplett weg. Das hatte ich auch bei der Lyric. Selbst mit hohem Luftdruck. Klar hätte man dann sicherlich noch mit Volumenspacern arbeiten können, was ich auch gemacht habe. Aber ich habe mir dann ziemlich schnell die Formula gekauft. Und mit der Edge ist es ähnlich der Formula. Die Formula bleibt noch ein bisschen höher im Federweg, wenn man so große Stufen und solche Sachen, also langsam runterfährt. Dafür ist es bei der Edge aber mit der Bremswirkung sehr viel besser und das hatte ich ja schon vorhin erwähnt. Insofern nimmt sich das kaum was. Ja, und das Letzte, was mir auch so aufgefallen ist, sie geht berghoch
zwar schon in die Federung rein, das heißt, man merkt schon ein kleines Wippen, aber es ist doch sehr angenehm. Das heißt, auch berghoch federt sich schön Sachen weg, wo man sonst eher noch die Hindernisse spüren würde. Und das fand ich auch sehr gut. Nicht besser als die Formula, aber ungefähr gleichwertig. Bei der Formula bin ich tatsächlich noch, ja, ich finde es eigentlich ganz gut, dass sie diesen Lockout hat. Gerade wenn man Waldautobahn hochfährt, ist es doch sehr angenehm dazu zu machen. Aber im Endeffekt eine Enduro-Gabel braucht das nicht. Und das hat die Edge auch nicht. Und im Endeffekt, ja, wozu auch. Ja, was ist nun mein Fazit? 1.950 € ausgeben oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich finde sie super, gerade was das Bremsen betrifft. Sie kostet das Doppelte von der Formula Saver Coil zum Beispiel. Aber wenn was ist, der Cornelius ist immer ansprechbar. Es geht sicherlich auch sehr schnell, wenn wirklich was repariert werden muss. Und ich bin ja sehr aktiv im Forum. Ich habe bisher, mal abgesehen von den Schreibern, die sich gegen die oder für die Schoner aussprechen und echt darum wettern, nichts Negatives über diese Gabel lesen können. Klar gibt es ein paar Bike-Magazine, die dann so, ja, keine Ahnung, die ist zu weich oder was weiß ich, was ich überhaupt nicht finde. Super steif, genauso wie meine selber. Ja, ich habe im Forum noch nichts Negatives über die Intent-Gabeln gelesen. Und da fahren schon einige rum. Jetzt natürlich nicht so viele wie von RockShox oder Fox oder was auch immer. Aber wenn sie wirklich irgendetwas Negatives hätten, auch eben zerkratzte Rohre oder sonstiges, dann wäre das doch viel öfter aufgetaucht. Und das ist es tatsächlich nicht. Also, wer wirklich ein schönes Edelteil an seinem Rad haben möchte, dem kann ich diese Gabel nur empfehlen. Wer im verblockten Gelände langsam fahren möchte und dabei auch noch bremsen können möchte, kann ich die Gabel auch wärmstens empfehlen. Was ich auch schön finde, hatte ich ganz vergessen, hier kann man sich den Bremsmount aussuchen und sagen, okay, ich fahre sowieso immer nur mit der 203 mm Scheibe, also kann ich mir dann auch ein PM8 Mount montieren lassen. Ja, mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Ich finde sie geil. Ich wage zu bezweifeln, dass gerade was die Bremsperformance anbelangt, die Ebonite genauso gut ist. Liegt einfach an der Bauweise. Ja, weiß ich nicht. Also, ich würde sie mir kaufen, wenn ich nicht schon die selber hätte. Und ein bisschen Geld übrig. Ich bin echt traurig, dass ich die jetzt wieder zurückschicke. Die hat sich echt schön gefahren. Ich bin ja jetzt vor kurzem auch wieder meine selber gefahren. Geht auch. Ja? Kommt überall gleich runter. Aber es fühlt sich irgendwie anders an. Immer noch sehr gut, aber einen kleinen Ticken schlechter. Bis zum nächsten Mal.